Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen intensiven Analyse. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Ja, hallo, auch von mir. Stell dir mal vor, das Wertvollste, was du aus einem wirklich jahrelangen Universitätsstudium mitnimmst, hat absolut nichts mit den Vorlesungen zu tun. Nichts mit den dicken Büchern oder, den bestandenen Klausuren. Richtig. Sondern das eigentliche Produkt ist etwas, das man weder herunterladen noch irgendwie in einem PDF zusammenfassen kann. Wir haben heute nämlich einen Stapel ganz besonderer Quellen vor uns liegen. Oh ja, die sind wirklich spannend. Und zwar sind das 3 verschiedene Simulationen für die mündliche Prüfung TELC C1 Hochschule. Ein sehr hohes Niveau also. Genau. Und das zentrale Thema all dieser Quellen ist hochaktuell. Es geht um das Fernstudium. Die große Frage, ob das eine echte Alternative zum Präsenzstudium ist. Und unsere Mission heute ist eigentlich zweifach. Wir wollen einerseits die Vor- und Nachteile dieser digitalen Bildung durchleuchten. Wie sieht die Uni der Zukunft aus? Ja. Und andererseits ist das Ganze hier so strukturiert, dass es durch sehr klare Argumente besticht. Das ist also perfekt für dich als Zuhörer, besonders wenn du vielleicht selbst Deutsch lernst und auf so einem hohen Niveau mitreden willst. Absolut. Die Quellen liefern dafür wunderbare, sehr präzise Vokabeln und Strukturen. Okay, lass uns das mal entpacken. Wenn wir uns ansehen, wie radikal sich die Welt durch die Digitalisierung verändert, was ist denn laut den Quellen die grundlegende Faszination an so einem Fernstudium? Also die offensichtlichste und stärkste Motivation, die in allen 3 Quellen immer wieder auftaucht, ist diese massive Flexibilität. Zeit und Ort. Genau. Es ist eine komplette strukturelle Entkopplung von Zeit und Raum. Du kannst dein eigenes Lerntempo bestimmen, du kannst ortsunabhängig an renommierten Hochschulen studieren, selbst wenn du hunderte Kilometer weit weg wohnst. Das bricht dieses alte Monopol ja total auf. Früher musstest du morgens um 8 in einem bestimmten Gebäude sitzen. Richtig. Und die Quellen heben sehr schön hervor, für wen das eigentlich ein echter Gamechanger ist. Ja, für wen denn vor allem? Naja, wir sprechen hier ja nicht unbedingt vom klassischen 18-jährigen Abiturienten, der gerade in seine erste WG zieht. Sondern? Es geht um Berufstätige, Leute, die ihre Vollzeitstelle nicht einfach aufgeben können oder wollen, oder Menschen mit familiären Verpflichtungen. Ja, klar. Wenn man Kinder hat oder jemanden pflegen muss. Exakt. Oder auch Studierende, die aus gesundheitlichen Gründen schlichtweg nicht jeden Tag pendeln können. Die geografischen Hürden, wie es in einer Quelle so treffend heißt, fallen einfach weg. Und man spart sich natürlich enorm viel Zeit und auch Kosten für diese ganzen Fahrten. Definitiv, das ist ein riesiger wirtschaftlicher und logistischer Vorteil. Also das klingt ja fast so, als hätte das Studium jetzt seinen Netflix-Moment erreicht. Netflix-Moment? Wie meinst du das? Naja, Bildung on Demand quasi. Ich lerne, wann und wo ich will. Aber mal ganz ehrlich, Ja. Ist es nicht ein riesiger Unterschied, ob ich mir abends gemütlich auf der Couch einen Film streame oder ob ich mir zu Hause ganz allein komplexe Ingenieursmathematik beibringen muss? Aha, und da triffst du genau den wunden Punkt. Denn hier liegt der Haken an dieser ganzen grenzenlosen Freiheit. Also die dunkle Seite des Fernstudiums. Genau, die Quellen zeigen das ganz deutlich auf. Der größte Verlust im reinen digitalen Raum ist eben dieser persönliche Austausch. Die Quellen führen da diesen wunderbaren Begriff der akademischen Sozialisation ein? Akademische Sozialisation? Okay, was genau muss man sich darunter vorstellen? Es geht dabei nicht nur um das nackte Faktenwissen, es geht um das spontane Gespräch nach der Vorlesung auf dem Flur. Ah, das berühmte Flurgespräch. Richtig. Das gemeinsame Grübeln in Lerngruppen, das Gefühl, Teil einer echten akademischen Gemeinschaft zu sein, all das fehlt beim reinen Fernstudium komplett. Und dann fühlt man sich wahrscheinlich ziemlich schnell isoliert, oder? Extrem isoliert, ja. Aber hier wird es wirklich interessant, weil wir leben doch heute ohnehin in einer total digital vernetzten Welt. Wir arbeiten in verteilten Teams, wir kommunizieren ständig über Bildschirme. Warum können denn Chatgruppen oder Videokonferenzen dieses Campusgefühl laut den Quellen so schwer ersetzen? Was hier faszinierend ist, ist die psychologische Komponente. Virtuelle Netzwerke sind toll für den schnellen Informationsaustausch. Aber beim Fernstudium ist ein extrem hohes Maß an Selbstdisziplin gefordert. Weil keiner guckt, ob man wirklich lernt. Genau. Wenn dieser soziale Klebstoff fehlt, also die anderen Studierenden im Raum, dann ist die Gefahr der Prokrastination enorm hoch.
Also das ständige Verschieben von Aufgaben. Ach, mache ich morgen, mache ich am Wochenende. Ja, und das führt dann ganz oft zu einem schleichenden Abbruch. Man meldet sich nicht offiziell ab, man loggt sich einfach immer seltener ein. Oh wow, okay. Das ergibt Sinn. Eine der Quellen betont in dem Zusammenhang auch einen ganz wichtigen demografischen Aspekt. Jüngere Schulabgänger, also frisch gebackene Abiturienten, haben oft noch gar nicht diese Reife. Die besitzen oft noch nicht die Selbstorganisation für so ein reines Fernstudium. Die brauchen den physischen Campus, um überhaupt erstmal soziale Kompetenzen und Arbeitsstrukturen aufzubauen. Das leuchtet absolut ein. Die Uni ist ja auch ein Übergangsraum ins Erwachsenenleben, ne? Ganz genau. Wenn das Ganze also emotional so isolierend sein kann und so extrem viel eiserne Disziplin erfordert, wie viel ist so ein Abschluss dann in der echten Welt eigentlich wert? Du meinst bei den Arbeitgebern? Ja. Gibt es da irgendwie einen Makel? Früher hieß es ja oft, so ein Fernstudium sei irgendwie ein Abschluss zweiter Klasse. Da räumen die Quellen mit einem ganz großen Vorurteil auf. Ein Fernstudium gilt heute absolut nicht mehr als minderwertig. Echt nicht? Nein. Tatsächlich schätzen viele Arbeitgeber diese Absolventen laut den Quellen sogar besonders. Warte wirklich. Warum das denn? Überleg doch mal. Wenn jemand dieses System trotz all der Isolation und der Prokrastinationsfallen erfolgreich durchläuft, Ja, dann ist das doch der ultimative Beweis für extremes Organisationsgeschick, für Eigenverantwortung und absolute Zielstrebigkeit. okay. Man beweist quasi automatisch, dass man belastbar ist. Genau. In einigen Heimatländern, der Prüflinge, das erwähnt eine Quelle explizit, wächst die Beliebtheit des Fernstudiums auch rasant an. Auch wenn das klassische Studium mancherorts vielleicht teilweise noch ein bisschen mehr Prestige genießt. Okay. Das heißt, auf dem Arbeitsmarkt ist das Fernstudium eigentlich ein massiver Pluspunkt geworden. Definitiv. Aber die Quellen weisen auch auf harte Grenzen hin. Das Modell funktioniert nicht überall. Welche Grenzen sind das? Die absolute Grenze ist die Studienrichtung. Ah, okay. Praktische Fächer wie Medizin, Chemie, Architektur oder Maschinenbau, die brauchen zwingend Labore, die brauchen praktische Übungen und den direkten Kontakt zu Patienten. Ja, das leuchtet sofort ein. Ich meine, niemand von uns möchte von einer Chirurgin operiert werden, die menschliche Anatomie nur von ihrem iPad kennt, oder? Ja, schreckliche Vorstellung. Ohne je in einem echten Labor oder an einem echten Tisch gestanden zu haben. Richtig. Die haptische, materielle Welt lässt sich nicht einfach in ein Zoom-Meeting auslagern. Also, was bedeutet das alles für uns? Wir haben diese fantastische, grenzenlose Flexibilität auf der einen Seite und dann die reale Gefahr der sozialen Isolation sowie diese ganz harten fachlichen Grenzen auf der anderen Seite. Wo führt uns das denn in den nächsten 10 Jahren hin? Die Zukunft liegt nicht in einem Entweder-Oder. Die Zukunft ist ein hybrides Modell. Hybrid heißt also eine Mischung? Genau. Eine clevere Kombination aus digitalen Lernphasen und regelmäßigen Präsenzterminen. Das haben wir ja eigentlich auch schon ein bisschen geübt, oder? Die Quellen erwähnen doch sicher die Corona-Zeit. Ja, absolut. Corona wird als der große weltweite Testlauf genannt. Und die Erkenntnis daraus war sehr deutlich. Nämlich? Dass es ein fantastischer Schritt für mehr Chancengleichheit ist, Vorlesungen aufzuzeichnen. Chancengleichheit, weil eben Kranke oder Leute, die arbeiten, jederzeit auf das Material zugreifen können. Exakt. Niemand ist mehr ausgeschlossen, nur weil er um 8 Uhr morgens nicht im Hörsaal sitzen kann. Aber Moment, wenn die Unis jetzt anfangen, alle Vorlesungen verpflichtend online zu stellen, laufen wir dann nicht Gefahr, dass diese riesigen Hörsäle, wie es in einer Quelle heißt, komplett verkümmern? Das ist die große Sorge, ja? Ich meine, warum sollte dann überhaupt noch jemand morgens zur Uni fahren, wenn er sich alles im Bett angucken kann? Weil sich die Funktion der Universität verändert. Der Kern des universitären Gedankens, und das betonen die Quellen sehr stark, ist der echte Diskurs vor Ort. Okay, also nicht mehr nur passiv zuhören. Genau. Das reine Faktenwissen, das kannst du dir digital aneignen. Aber die Diskussion, das kritische Hinterfragen, die tiefe Analyse in der Gruppe, das erfordert den persönlichen Raum. Das heißt, ich lerne die Theorie zu Hause am Bildschirm und fahre dann auf den Campus, um darüber zu streiten und es anzuwenden. Richtig. Eine lebendige Universität braucht diesen Reibungspunkt, den man virtuell einfach nicht simulieren kann. Wahnsinn. Also lass mich das mal für unsere Zuhörer kurz zusammenfassen. Gerne. Das Fernstudium ist offensichtlich eine geniale, befreiende Lösung für Berufstätige und Eltern. Aber es erfordert eiserne Disziplin und man opfert dafür das klassische Campusleben. Und die Lösung für die Zukunft ist Hybrid.
Das Beste aus beiden Welten, also maximale Effizienz, gepaart mit echter menschlicher Interaktion. Sehr gut auf den Punkt gebracht. Und ich hatte da am Ende vielleicht noch einen Gedanken für dich als Zuhörer, den man mal im Hinterkopf behalten sollte. Oh, ein Gedanke zum Weiterdenken. Sehr gut, schieß los. Das steht zwar nicht direkt so in den Quellen, aber es baut logisch darauf auf. Wenn Arbeitgeber diese Absolventen von Fernstudiengängen mittlerweile wirklich so sehr für ihre unglaubliche Selbstdisziplin und Eigenorganisation feiern, Ja? werden traditionelle Campusstudierende in Zukunft in Bewerbungsgesprächen vielleicht sogar beweisen müssen, dass sie ihr Studium nicht nur wegen der netten Flurgespräche und der tollen Studentenpartys geschafft haben. Oh, krass. Das heißt, dreht sich das Prestigeverhältnis da vielleicht gerade komplett um? Genau das ist die Frage. Dass der Fernstudent plötzlich den Vorteil hat, weil er die größere Resilienz bewiesen hat. Wow, das ist wirklich ein provokanter Gedanke, dass man plötzlich den Präsenzabschluss rechtfertigen muss. Genau. Sehr cool. Da haben wir heute wirklich komplexe Strukturen richtig schön entpackt. Wir danken dir fürs Zuhören und hoffen, du konntest einiges an Vokabular und Argumenten mitnehmen. Ja, vielen Dank fürs Dabeisein und viel Spaß beim Weiterdenken. Bis zum nächsten Mal.